was halten Sie davon? Interessant. Ohne Dennis würde Tillmann noch leben. Er hat ihn auf dem Gewissen. Das werde ich ihm nie verzeihen. Können wir einen neuen Termin ausmachen? Wie wär's in einer Woche? Gleiche Uhrzeit. Ja, gut. Kann ich Sie denn irgendwo erreichen, falls... Das ist leider nicht möglich. Ich rufe Sie aber vorher noch mal an. Nach Ihnen, Frau Odenthal. Oder sollte ich besser sagen, Frau Mohr? Mit welchem Namen möchten Sie denn in Zukunft angeredet werden? Odenthal oder, um bei der Wahrheit zu bleiben, Mohr? Das können Sie halten, wie Sie wollen. Odenthal ist mein Künstlername. Bei welcher Kunst möchten Sie denn unerkannt bleiben? Ach so, ja, Sie sind ja neuerdings Malerin. Was wollen Sie eigentlich von mir? Es ist bestimmt nicht einfach, nur von der Malerei zu leben. Kommt drauf an. Haben Sie deshalb das gute Stück beim Pfandleiher versetzt? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Ich frage mich nur, was der gute Henning dazu gesagt hat, dass Sie sein kostbares Erbstück so leichtfertig weggegeben haben. Ach ja, er weiß ja noch gar nichts davon. Warum machen Sie so etwas? Sie können es mir ruhig sagen. Ich war sowieso gerade im Begriff, die Kette wieder auszulösen. Natürlich. Na gut, dann machen Sie mir ein Angebot. Die Kette gehört ja jetzt mir. Ich bezweifle nur, dass Sie über die nötigen finanziellen Mittel verfügen. Was sollen diese Spielchen? Sie können die Kette zurückhaben, noch bevor Henning etwas merkt. Dann mache ich Ihnen jetzt ein Angebot. Ciao. Gute Nacht. Diesmal kriegen wir das Schwein. So weit, so gut. Eins steht fest. Für die Kette würde die liebe Caroline ihr letztes Hemd verkaufen. Viel mehr scheint sie auch nicht zu haben. Und genau dieser Umstand hilft uns weiter. Wir sollten aber auch ein wenig mehr über ihre dunkle Vergangenheit in Erfahrung bringen. Natürlich. Aber solange wir da nicht weiterkommen, habe ich ein gutes Pfand, um sie gefügig zu machen. Ich freue mich, dass ich bei diesem Glücksfall ein wenig nachhelfen konnte. Und haben Sie schon eine konkrete Vorstellung, wie Sie Frau Odenthal einsetzen werden? Nein. Zunächst einmal muss ich herausfinden, ob sie sich überhaupt für meine Pläne einspannen lässt. Ah, ein kleiner Test. Genau. Ich habe ihr angeboten, die Kette zurückzugeben. Dafür soll sie herausfinden, was Christoph und Henning gegen mich im Schilde führen. Und? Was meinen Sie? Wird sie den Test bestehen? Warten wir es ab. Vielleicht wird sie ein ebenso nützliches Werkzeug, wie der gute Nils Petersen es war. Oh. Du siehst wie immer bezaubernd aus. Wobei, weißt du, was dem Kleid noch fehlt? Nein. Deine Kette. Ich glaube, wenn du die anlegst, dann wäre es perfekt. Aber dafür ist das Kleid doch viel zu schlicht. Aber wenn dir so viel daran liegt, dann... Ach nein, nein. Es ist deine Kette. Du kannst sie natürlich tragen, wann und so oft du willst.
Hast du eigentlich einen Tisch reservieren können? Ja, aber wir haben noch viel Zeit. Möchtest du ein Aperitif? Gern. Ich habe übrigens gute Nachrichten. Eine Galerie, die Christoph angesprochen hat, ist durchaus interessiert an den Bildern. Meinst du nicht, dass das noch zu früh ist? Je früher, desto besser. Ich denke mal, sobald du eine Mappe zusammengestellt hast, solltest du unbedingt einen Termin mit ihm vereinbaren. Oh, ich weiß nicht, ob ich wirklich schon so weit bin. Wo bleibt dein Selbstvertrauen? Diese Galerie gibt dir genau die Unterstützung, die eine junge Künstlerin wie du bei ihrer ersten Ausstellung braucht. Es wäre so schön, um wahr zu sein. Was ist mit dir? Stimmt irgendwas nicht? Oh, ich finde es wunderbar, wie dein Vater und du, wie ihr euch für mich einsetzt. Aber weißt du, mir geht das irgendwie zu schnell. Sonst alles klar bei dir? Na? Ist dein obercooler Kamikaze-Freund inzwischen wieder aufgetaucht? Nein. Wahrscheinlich fährt er schon das nächste Rennen. Wie viele Menschen hat er dadurch eigentlich schon umgebracht? Endlich auf damit, ja? Dennis kann nichts dafür. Und warum ist er dann abgehauen? Es tut mir leid, dass Tillmann gestorben ist, aber lass deine Wut nicht an Dennis aus. Das ist echt die falsche Adresse. Wer hat denn den Wagen gefahren? Dennis hat Tillmann aus dem brennenden Auto gezogen. Du machst dir doch nur was vor, weil du dich genauso schuldig fühlst wie dein feiger Freund. Oh, Steffi, reg dich nicht auf. Warum sollte ich mich wohl schuldig fühlen, hä? Du hättest Dennis als Einzige davon abhalten können, das Rennen überhaupt zu fahren. Und du bist kurz vorher noch ausgestiegen, um Tillmann an deine Stelle zu lassen. Ich wollte doch gar nicht aussteigen. Tillmann hat mich rausgezogen. Wenn du im Wagen sitzen geblieben wärst, dann wäre Tillmann noch am Leben. Ach so. Und ich wäre tot, oder was? Hey, na? Du bist noch wach? Na, ich kann nicht schlafen. Wie kommt's? Keine Ahnung, ich glaube, wir haben Vollmond oder so. Hast du schon mal mit Schäfchen zählen versucht? Hab ich. Aber von der ganzen Zählerei bin ich wieder hellwach. Das ist wirklich ein schönes Foto von euch. Du denkst oft an Ramon, stimmt's? Ja, ziemlich oft. Sag mal, hat sich die Polizei schon bei dir gemeldet? Ob die irgendeine Spur von diesem Joachim haben? Nein, nichts. Ich verstehe immer noch nicht, wie er entwischen konnte. Naja, wenn du und Arno mich nicht davon abgehalten hättet, nach Hamburg zu fahren, dann säß er wahrscheinlich schon im Knast. Oder du wärst im Krankenhaus oder noch schlimmer. Ja. Ich weiß, ihr habt's nur gut gemacht. Ah, die Polizei findet ihn bestimmt. Er kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben, oder? Naja, vielleicht hast du ja recht. Wahrscheinlich haben sie schon längst eine heiße Spur und warten nur noch auf den richtigen Moment und dann ist er in der Falle. Hoffentlich. Dann hätte dieser Spuk endlich ein Ende. Apropos Spuk. Ich glaube, oben warten schon die Geister darauf, dich in deinen Träumen zu verfolgen. Du bist echt ein Spinner. Naja, mit den Geistern komme ich ja noch klar. Die kann man wenigstens ein bisschen manipulieren. Ciao. Ciao. Also, falls dir im Pfarrhaus mal die Decke auf den Kopf fällt oder du jemanden zum Quatschen brauchst, dann sag Bescheid. Danke für das Angebot. Na dann, gute Nacht. Ciao, Daniel. Gute Nacht. Daniel sieht ganz schön mitgenommen aus, was? Bestimmt nicht einfach, in so einer Situation alleine zurückzukommen. Morgen. Was für ein Service. Hast du die geholt? Hä? Ach so, ja, die Brötchen. Ja, ist doch selbstverständlich. Was ist denn los mit dir? Siehst du aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Nee, ich habe nicht so toll geschlafen. Aber ist alles okay.
Ich nehme an, dass du 2, 3 Tage brauchen wirst, um diese Angelegenheit zu erledigen. Das sehe ich auch so. Und Sie müssen entschuldigen, dass Henning schon wieder weg muss. Ja, ich verstehe das. Ich bin ja auch immer unterwegs. Ich werde mich öfter hier blicken lassen, während du weg bist. Clarissa soll gar nicht erst auf dumme Gedanken kommen. Was meinen Sie mit dumme Gedanken? Ach, wissen Sie, das ist eine lange Geschichte. Wir haben allen Grund, meiner Ex-Gattin nicht über den Weg zu trauen. Ja, bitte? Dieser Strauß ist gerade für Ihre Gattin abgegeben worden. Soll ich ihn in eine Vase stellen? Ja, bitte. Halt, warten Sie. Ist eine Karte dabei? Nein. Hat der Bote gesagt, von wem die Blumen sind? Nein, leider nicht. Glaubst du, dass dieser Steinfeld wieder dahinter steckt? Das kläre ich später. Jetzt habe ich Wichtigeres zu tun. Ihr entschuldigt mich. Was hat das mit den Blumen zu bedeuten? Clarissas Sekretär hat vor einigen Wochen behauptet, dass er an Barbara verliebt sei. Gregor Steinfeld. Genau. Aber wahrscheinlich ist das nur eins der abgekaterten Spiele von Clarissa. Je mehr ich über diese Frau höre, desto unheimlicher wird sie mir. Willkommen im Club. Um Clarissa und ihre Intrigen besser zu verstehen, müsstest du sie besser kennen. Aber wie gesagt, das ist eine lange Geschichte. Ich würde sie trotzdem gerne hören. Wie wär's mit einem kurzen Überblick? Ja, also ich schlage einfach mal vor, dass du uns täglich die Brötchen holst. Dieser Vorschlag ist abgelehnt. Ich dagegen schlage vor, ihr beide wechselt euch ab. Und bevor jetzt irgendwelche Einwände kommen, muss ich los. Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss, wünsche ich dir auch. Mach's gut. Was ist denn los? Musst du nicht schon längst an der Uni sein? Warum hast du mich angelogen? Was? Wie kommst du darauf? Spinnst du? Wie kommst du dazu, in meinen Sachen rumzuschnüffeln, hä? Das brauchte ich gar nicht. Deine Tasche war offen und dann ist sie runtergefallen. Aha, du hast die Waffe gefunden und? Und jetzt? Was hat das mit Anlügen zu tun, ne? Das weißt du ganz genau. Was hast du vor damit? Nichts. Frank, sag mir die Wahrheit. Ich hab nicht vor, dir irgendwas zu sagen. Sonst rennst du wieder zu Arno und erzählst ihm alles Prüfe ab. Du willst dich mit diesem Joachim treffen, stimmt's? Sag mal, bist du verrückt geworden? Willst du ihn etwa erschießen oder was? Quatsch. Da sind doch gar keine Patronen drin. Frank, bitte, tu das nicht. Ich will nicht, dass du dich mit diesem Mörder triffst. Gabriele, ein für alle Mal, halt dich da raus. Und noch was. Wenn du Arno nur ein Wort davon erzählst, nur ein Wort. Ach, Bianca, Frau Gräfin? wenn Herr von Anstetten kommen sollte, ich bin für ihn nicht zu sprechen. Ich werde es ihm ausrichten. Ich denke, das ist auch ganz in Ihrem Interesse. Haben Sie denn schon etwas herausgefunden? Das kann man so sagen. Ach, wirklich? Dann schießen Sie mal los. Was planen Christoph und Henning gegen mich? Das, was ich herausgefunden habe, hat damit weniger zu tun. Wie meinen Sie das? Nun ja, ich habe mich erst einmal ausführlich über Sie informiert. Aber doch nicht bei meinem Ex-Mann und seinem Sohn. Warum nicht? Die kennen Sie ja wohl am besten. Die Berichte der beiden dürften eine leicht subjektive Färbung haben. Sie klangen ziemlich überzeugend. Ich finde es unglaublich, mit welch intriganten Mitteln Sie Ihren Mitmenschen das Leben schwer machen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was das Ganze mit unserer Abmachung zu tun hat. Vieles. Ich denke nicht daran, auch nur irgendetwas für Sie auszuspionieren. So? Dann haben Sie sich sicher schon eine gute Ausrede überlegt, wie Sie Henning den Verlust Ihrer Kette erklären können. Ich werde ihm einfach die Wahrheit sagen. So viel Courage hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Wie meinen Sie das? Menschen, die sich von der kleinsten Drohung einschüchtern lassen, langweilen mich. Sie dagegen sind offenbar von einem anderen Schlag. Das stimmt allerdings. Das imponiert mir. Und deswegen werde ich Sie dafür auch belohnen. Du meinst also, ein Kranz würde reichen, ja? Tillmann ist schließlich dein Bruder. Wie kannst du nur so... Nein, da gibt es nichts zu verstehen.
Ich finde es einfach unmöglich, dass du nicht zu seiner Beerdigung kommen willst. Nein. Bis dann. Hallo Daniel. Kann ich reinkommen? Von mir aus. Also wenn ich störe, dann musst du es nur sagen. Nein, nein, es ist schon okay. Ich war gerade in der Nähe und dachte, ich schau mal kurz vorbei. Ich will mich nicht aufdrängen, aber gestern, da ging es ja nicht so besonders, stimmt's? Kann man so sagen. Ich versuche mir dauernd vorzustellen, wie ich mich in deiner Situation fühlen würde. Vergiss es. Du steckst nicht in meiner Haut. Kann ich trotzdem irgendwas für dich tun? Wir könnten in eine Kneipe gehen und eine Kleinigkeit essen. Nein, danke, ich habe keinen Hunger. Was hältst du davon, wenn wir in eine Stadt gehen und ein bisschen durch die Straßen ziehen? Kannst du mal bitte aufhören mit deiner Sozialarbeitermasche? Man tut mir leid, aber das ist doch gar nicht gemeint. Ich dachte nur, so ein bisschen Ablenkung könnte dir vielleicht helfen. Helfen? Hi. Ich bin's nur. Ich dachte, es ist Dennis. Komm rein. Und? Immer noch keine Spur von ihm? Nee. Er ist wie vom Erdboden verschwunden. Ich weiß echt nicht, wo ich noch nach ihm suchen soll. Vielleicht hat er sich einfach nur verkrochen, weil er allein sein will. Aber dann hätte er sich doch wenigstens mal melden können. Er kann sich doch denken, dass ich mir Sorgen mache. Hey, wart's ab. Er taucht bestimmt bald wieder auf. Hoffentlich. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Mal abgesehen von Dennis. Wie geht's denn dir? Ich komme schon zurecht, danke. Mit gestern Abend. Ich meine, den Streit zwischen Daniel und dir. Also wenn du jetzt auch noch anfangen willst, auf mir Nein, keine Angst. Ich glaube nur, dass er es nicht so gemeint hat. Lass mich in Ruhe mit dem. Okay, es war vielleicht nicht gerade fair, was er gesagt hat. Aber du musst ihn da auch verstehen. Er hat durch das Rennen seinen Onkel verloren. Das musst du mir nicht sagen, ich war dabei. Dann kannst du ja nachempfinden, wie es ihm geht. Mensch, du kannst den Unfall doch auch nicht einfach so wegstecken. Steffi, ich weiß, was du gerade durchmachst. Aber du kannst nicht alles in dich reinfressen. Du musst mit jemandem darüber reden. Mit wem denn? Dennis war der Einzige, der mich noch verstanden hat. Und was ist mit deiner Familie? Mit Erika oder Millie? Ich will nichts mit denen zu tun haben. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann sag Bescheid. Und wenn es nur ist, dass du jemanden zum Vollquatschen brauchst. Okay? Gut. Dann gehe ich mal. Wenn irgendwas ist, ich bin unten in der Kneipe, ja? Sie können sie ruhig nehmen. Einfach so. Aber ja, wenn ich es Ihnen sage. Das ist nicht meine Kette. Die Steine hier sind Imitate. Respekt. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie das so schnell feststellen würden. Was soll das Ganze? Liebe Frau Odenthal, haben Sie tatsächlich geglaubt, ich würde Ihnen die echte Kette einfach so geben? Schade. Ich habe für den Moment geglaubt, dass Sie nicht nur schlecht sind. So kann man sich täuschen. Ach, meine Liebe, gut, schlecht, sowas gibt's doch gar nicht. Ich bin Geschäftsfrau. Und wenn Sie sich auf den Kopf stellen, Sie werden mich nicht vor Ihren Karren spannen. Oh, pass auf. Nun? Wie ist es gelaufen? Bestens. Nur die Kleine ist nicht dumm.
Hat sie gemerkt, dass die Kette eine Fälschung ist? Sofort. Aber mitgenommen hat sie trotzdem. Offensichtlich hat sie vor, Henning auch weiterhin ihren finanziellen Engpass zu verschweigen. Sie sagen es. Und genau das ist ihr Fehler. Sie hat doch tatsächlich versucht, mir weiszumachen, dass ich ihr nichts anhaben kann. Diese Dame scheint mir wirklich etwas naiv zu sein. Ich glaube nicht, dass Tillmann deinem Vater egal ist. Du kennst meinen Vater nicht. Hat er denn gesagt, warum er nicht zur Beerdigung kommt? Wegen irgendwelcher Termine. Ja, vielleicht sind die auch wirklich absolut wichtig. Ach was. Mein Vater interessiert nur eins. Kohle, Kohle und nochmals Kohle. Und Tillmann war sein einziger Bruder? Ja. Schon verrückt, dass zwei Brüder so unterschiedlich sein können. Als ich klein war, da habe ich mir immer gewünscht, dass Tillmann mein Vater ist. Wenn ich irgendwas auf dem Herzen hatte, dann bin ich zu ihm und habe ihm alles erzählt. Naja, so gut kannte ich Tillmann nicht. Aber nach dem, was ich gehört habe, muss er ein toller Typ gewesen sein. Ja, das war er auch. Ich verstehe das einfach nicht. Warum? Warum er? Ist okay. Störe ich dich echt nicht? Nein, nein, im Gegenteil. Du kannst mir zu meiner guten Auftragslage gratulieren. Ach, du hast ein paar neue Kunden, ja? Das freut mich für dich. Mich auch. Und? Wie sieht's bei dir aus? Alles easy? Geht so. Ich habe mal wieder ein bisschen Stress mit Frank. Aber ich möchte dich nicht ständig mit meinen Problemen zulabern. Ach Quatsch, tust du doch nicht. Erzähl schon, ne? Was ist los? Frank wollte Ramons Mörder in Hamburg treffen. Das gibt's doch nicht. Gott sei Dank konnten Arne und ich ihn von dieser Schwachsinnsidee abbringen. Glaubst du, ihr habt ihn überzeugen können? Dachten wir erst. Er hat uns versprochen, die Suche nicht alleine durchzuführen. Klingt nach einem Aber. Heute Morgen hatte ich die Horrorentdeckung. Frank hat sich eine Waffe besorgt. Nein, der will doch diesen Obermann nicht etwa erschießen. Er behauptet, die Waffe wäre nicht geladen. Na, ganz schön clever. Der will dem Mörder also nur damit drohen, ne? Ja, es kann sein. Aber es bringt nichts, wenn Frank den Mörder alleine sucht. Wieso? Ja, weil Arne und ich der Polizei schon Bescheid gesagt haben. Die sind diesem Mörder wahrscheinlich auf der Spur. Danke, Bianca. À votre santé. Herr Pedersen, Frau Greifel? wie sind Sie hier reingekommen?